Halb Mensch, halb Wolf. In einer Vollmondnacht verwandeln sie sich. Sie heulen den Mond an und machen sich auf die Jagd nach ihrer Beute. Sie zerfleischen alles, was sich ihnen in den Weg stellt, ob Tier oder Mensch. Der Werwolf. Gibt es oder gab es sie? Oder nur ein Mythos? Ein Werwolf ist in der Mythologie und Sage ein Mensch, der sich in einen Wolf verwandeln kann. Der Begriff leitet sich vom germanischen wer ab, also Mann, und wird weltweit in verschiedenen Kulturen beschrieben. Die Verwandlung von Menschen in Wölfe wird als Lykanthropie bezeichnet, die zur größeren Kategorie der Therianthropie, der Verwandlung in Tiere, gehört. Werwölfe werden oft als blutrünstige Wesen dargestellt, die sich vor allem bei Vollmond in Wölfe verwandeln und dann ihr Unwesen treiben. Der Glaube an Werwölfe variiert je nach Epoche und Kultur, und die modernen Erzählungen über Werwölfe haben sich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt. In der Anthropologie wurde der Begriff Wolfsmensch auch für Menschen mit wolfsähnlichem Aussehen verwendet, wobei als mögliche Ursache eine angeborene Porphyrie vermutet wurde, eine genetisch bedingte Stoffwechselstörung, bei der es zu Fehlern in der Produktion des roten Blutfarbstoffs Häm kommt. Berichte über Lykanthropie finden sich in allen Epochen der abendländischen Kulturgeschichte. Frühe Hinweise auf die Verwandlung von Menschen in Wölfe finden sich in Höhlenmalereien oder im Gilgamesch-Epos, einer Sammlung literarischer Werke aus dem babylonischen Raum, die zu den ältesten schriftlichen überlieferten Dichtungen zählt. Aus der griechischen Mythologie ist König Lykaon bekannt, der von Zeus wegen Kannibalismus in einen Wolf verwandelt wurde. Ähnliche Geschichten finden sich bei römischen Autoren wie Petronius und Plinius dem Älteren, wobei letzterer sie als Fantasiegeschichten abtat. Im Mittelalter wurde die Verwandlung oft als Strafe Gottes oder als Fluch für ein Verbrechen angesehen. Olaus Magnus berichtete im 16. Jahrhundert von Menschen in Nordeuropa, die sich bei Vollmond in Wölfe verwandelten, Vorräte stahlen und sich dann wieder zurückverwandelten. Auch in der altnordischen Literatur wie der Egils-Saga und der Völsunga-Saga tauchen Werwölfe auf, oft als Krieger oder verfluchte Gestalten. Wolfskrieger, die eng mit den Berserkern verwandt sind, tauchen sowohl in literarischen Texten als auch in archäologischen Funden auf. Auch in Wagners Oper Die Walküre werden diese Motive verarbeitet. Viele Sagen erzählen von Menschen, die durch einen Pakt mit dem Teufel einen Wolfsfellgürtel erhielten, der sie in Werwölfe verwandelte. Diese Wesen werden als gefährlich und räuberisch beschrieben. Im Rheinland gibt es die Besonderheit des Stüpp, eines Werwolfs, der seine Opfer aufrockt und bis zur völligen Erschöpfung trägt. Angriffe von Wölfen oder Raubtieren wurden oft Werwölfen zugeschrieben, wie beim Wolf von Ansbach oder der Bestie von Gévaudan. Die Idee, Werwölfe mit Silberkugeln zu töten, wurde durch den Film Der Wolfsmensch von 1941 bekannt, war aber auch schon in deutschen Volkssagen verbreitet. Andere Methoden zur Abwehr von Werwölfen sind das Schlagen mit einem Stock, das Nennen des Namens, Beschimpfungen oder das Entfernen der magischen Salbe, die die Verwandlung ermöglicht. Während der Hexenverfolgungen wurden auch Männer der Verwandlung in Werwölfe beschuldigt und hingerichtet, vor allem Schäfer. Im 16. Jahrhundert wurde das Rheinland von einer grausamen Mordserie erschüttert, bei der mindestens 13 Kinder und Erwachsene, darunter auch schwangere Frauen, getötet wurden. Die Täter wurden für Werwölfe gehalten,
was in der von Hysterie und Aberglauben geprägten Zeit der Hexenverfolgung weit verbreitet war. Peter Stump, ein Bauer aus der Nähe von Bedburg, wurde durch Gerüchte und Indizien verdächtigt. Man warf ihm vor, mit einem magischen Wolfsgürtel ausgestattet, in Gestalt eines Werwolfs Morde, Kannibalismus, Inzest und andere Verbrechen begangen zu haben. Unter Folter gestand Stump diese Verbrechen und wurde 1589 zu einem grausamen Tod durch Folter, Rädern und Enthauptung verurteilt. Auch seine Tochter und eine weitere Frau wurden wegen angeblich unsittlichen Lebenswandels verbrannt. Die Hinrichtung wurde zu einem öffentlichen Spektakel, das Sensationslust weckte und zahlreiche Schaulustige anzog. Durch Gutenbergs Buchdruck wurde der Fall europaweit bekannt. Flugblätter mit zum Teil stark ausgeschmückten Darstellungen und comicartigen Illustrationen sorgten für eine weite Verbreitung und prägten den Mythos des Werwolfs in der Populärkultur. Ob es sich um einen echten Werwolf-Prozess oder einen politisch motivierten Prozess handelte, ist bis heute ungeklärt. Der Fall erregte europaweit großes Aufsehen und der Name Stubbe prägte regional die Bezeichnung Stüpp für Werwölfe. Werwolf-Prozesse fanden häufig in Regionen statt, die von Wölfen heimgesucht wurden, wie die Franche-Comté, der Jura oder der Hunsrück. Behauptungen über 30.000 Werwolf-Prozesse sind jedoch wissenschaftlich nicht belegt. Unter Folter gestanden Menschen, Hexerei begangen zu haben oder auf Werwölfen geritten zu sein. Zeitgenössische Theologen glaubten nicht an tatsächliche Verwandlungen, sondern erklärten die Berichte als teuflische Täuschungen. Dennoch wurden die Angeklagten verurteilt, weil sie angeblich einen Pakt mit dem Teufel geschlossen oder dessen Hilfe in Anspruch genommen hatten. Im 17. und frühen 18. Jahrhundert wurde der verjüngte Vampirismus oft als Fortsetzung der Lykanthropie angesehen. Die enge Verbindung zwischen Werwölfen und Vampiren zeigt sich in sprachlichen Gemeinsamkeiten. Der Begriff Wudodalak und seine Abwandlungen wie Vrikolakas, was wolfhaarig bedeutet, bezieht sich in griechischen und slawischen Sprachen sowohl auf Werwölfe als auch auf Vampire. In Serbien heißt er Vukotlak, in Polen Wilkolak, in Bulgarien und Slowenien Vrkolak und in Weißrussland Wawkalak. In einigen Vampirsagen verwandelt sich ein Werwolf nach seinem Tod in einen Vampir. Wolfskinder oder wilde Kinder sind isoliert aufgewachsene Kinder, oft verbunden mit Legenden von Wölfen als Zieheltern. Ein bekannter, aber unbewiesener Fall sind die Wolfskinder von Midnapore aus den 1920er Jahren in Indien, wo zwei Mädchen mit Wölfen zusammengelebt und wolfsähnliches Verhalten gezeigt haben sollen. Solche Legenden können entstehen, weil Wolfsrudel soziale Strukturen und Hierarchien aufweisen, die menschlichen Gemeinschaften ähneln. Der Begriff Werwolf wird oft mit verschiedenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Direkte Beweise fehlen jedoch. Spekulativ in Verbindung gebracht wurden Krankheiten wie der systemische Lupus erythematodes oder die Hypertrichose, die übermäßige Behaarung bedeutet. Die Porphyrie zeigt Symptome, die den Merkmalen von Werwölfen ähneln könnten, ebenso wie die Tollwut, deren Symptome wie aggressives Beißen und Angst vor Wasser mit der Beschreibung von Werwölfen übereinstimmen. Verhaltensweisen wie Heulen, Kriechen auf allen Vieren und wölfisches Auftreten könnten auf psychische Erkrankungen oder missverstandene Rituale zurückzuführen sein. Im 19. Jahrhundert versuchten Wissenschaftler wie Rudolf Leubuscher und Richard André aus historischen Berichten ein spezifisches Krankheitsbild zu rekonstruieren, scheiterten jedoch an unzureichenden und verzerrten Informationen. Heute wird die Lykanthropie meist als psychische Störung angesehen. Es gibt jedoch keine einheitliche medizinische Definition und keinen Konsens über ihre Ursachen. Der Begriff wird oft als Sensationslust oder aus Mangel an Alternativen für psychotische Zustände verwendet.
Ein moderner Werwolf-Mythos, der nicht auf volkskundlichen Überlieferungen beruht, ist die Vorstellung, dass ein Mensch, der von einem Werwolf verwundet wird, sich selbst in einen Werwolf verwandelt. In historischen Berichten und Sagen aus Europa werden die Opfer von Werwolf-Attacken jedoch als zerrissen und teilweise gefressen beschrieben, ohne Hinweise auf eine anschließende Verwandlung. Diese Idee wurde erstmals in den Hollywood-Film The Wolfman nach einem Drehbuch von Curt Siodmak eingeführt. Der Werwolf ist eines meiner liebsten Horrorgeschöpfe und der Film An American Werewolf in London von John Landis gehört zu meinen Favoriten. Werwölfe sind ein beliebtes Motiv in Horrorfilmen und Fantasiegeschichten. Klassiker wie schon mehrmals erwähnte Der Wolfsmensch oder The Wolfman und moderne Serien wie Twilight, Harry Potter haben dem Werwolf verschiedene Rollen verliehen, vom furchterregenden Monster bis zum tragischen Helden. Der Werwolf ist eine facettenreiche Figur der Mythologie und Populärkultur, die seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen und Epochen präsent ist. Ursprünglich ein Symbol der Verwandlung und oft als Strafe oder Fluch angesehen, reicht die Tradition von antiken Mythen über mittelalterliche Sagen bis hin zu modernen Horrorfilmen und Fantasieerzählungen. Neben kulturellen und religiösen Deutungen wurde das Phänomen auch wissenschaftlich untersucht und mit psychischen Störungen oder seltenen Krankheiten in Verbindung gebracht. Der Mythos des Werwolfs bleibt aufgrund seiner Vielschichtigkeit und Anpassungsfähigkeit eine faszinierende und anhaltende Inspirationsquelle für Literatur und Film. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf ein Abo freuen und ein Like natürlich. Ein Kommentar würde natürlich auch nicht schaden. Ich hoffe, du schaust beim nächsten Video wieder vorbei. Bis dahin, pass gut auf dich auf, denn du weißt ja, wer dich beim nächsten Vollmond besuchen wird. Der Werwolf.